Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Und ich habe etwas mit mir gerungen, ob ich das jetzt wirklich machen soll, weil es ja eigentlich gegen eins meiner Jahresziele steht. Aber da wir wirklich noch eine Menge Zeit haben und ich, wenn wir vom FEC-Server zurückkehren, eigentlich nicht wirklich sehe, dass irgendein großes Update passiert, was mich davon abhalten sollte, einfach noch tonnenweise weitere Pets zu kaufen, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dass wir theoretisch so lange rerollen, bis ich eine 4 bekomme und wir hier nochmal 3% mehr Crit Damage bekommen. Es ist eigentlich komplett bescheuert und ich habe jetzt auch erstmal nur 8 Pets rübergetauscht. Es ist eigentlich komplett bescheuert, weil 3% Crit Damage macht jetzt auch nicht so einen riesigen Unterschied. Aber jetzt, wo ich aktuell halt tatsächlich etwas mache, wo diese paar Prozent Crit Damage halt, naja, schon zumindest einen kleinen Unterschied machen könnten oder können, bin ich halt irgendwie schon gewillt, jetzt ein paar Reroll-Pads für meine eigentlich geplante 100 A-Pad Reroll-Session zu opfern, um mir halt einfach noch ein bisschen mehr Damage rauszuziehen. Und warum ausgerechnet Level 4? Also man hat eine Chance von 12% auf 4, also Level 4, 7% auf 5, 4% auf 6 und 2% auf 7. Und das alles zusammen sind genau 25%, also eigentlich eine verdammt gute Chance. Also ich habe quasi 25%, dass es Level 4 oder besser wird und 75% Chance, dass es Level 1 bis 3 wird. Und ja, also wahrscheinlich, wenn jetzt hier mit all diesen 8 Pets nur eine 3 rauskommt, im besten Fall, ich glaube, dann lasse ich es auch, weil es ist nur 1% weniger. Ja, gucken wir einfach mal. Also ich habe wirklich beim Pet Leveln, Rerollen und so bisher immer Pech gehabt. Also und ich will ja nicht mal eine 7 oder eine 6 oder eine 5 sogar. Ich will nur eine 4. Also meine Ansprüche sind eigentlich immer relativ human bei sowas. Also ich erwarte eigentlich, würde ich persönlich mal behaupten, eigentlich nie wirklich so viel. Also ich will gar nicht reinlacken. Ich will einfach nur die 25% hitten, was ja eigentlich nicht so schwierig sein dürfte. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. 3, 2, und damit meine ich den Like-Button. 3, 2, 1, let's. Achso, könnt ihr noch eine Bestätigung nochmal sicher gehen, dass es kein gutes Pet ist. Und Level 1 hat 35%. Das ist bestimmt das, was ihr euch gerade fragt. Level 1 hat 35%, Level 2 23, Level 3 17. Zusammen halt 75. Nochmal. Jetzt könnt ihr einen Kommentar schreiben mit viel Glück. Wünscht mir Glück. 3, 2, 1. Bitte, zumindest eine 2. Oh, eine 3, okay. Warum keine 4? Irgendjemand hat keinen Kommentar geschrieben. Jeder Roll, by the way, kostet 160 bis 180 Millionen Penya. Das sind ungefähr, das ist etwas mehr als 1000 F-Coin, by the way. Falls ihr euch fragt, wie teuer das eigentlich ist. Etwas mehr als 1000 F-Coin. 3, 2, 1, bitte! Ah, Mist. Ich bin überlegen, soll ich wirklich die ganzen Pets wegballern, nur wegen 1% Crit Damage? Das ist schon ziemlich dämlich. Ich meine, 24 sieht auf jeden Fall besser aus als 22. Das auf jeden Fall. Komm schon. 3, 2, 1 und BOOM! Das waren jetzt 4 Stück und wir haben die 25% natürlich nicht gehittet. Es ist einfach nur erwartungswert und ich kriege ihn nicht. Ich weiß nicht, warum ich bei Pets so viel Pech habe, ey. Das hier ist ein komplettes Reroll-Pad, das ist aus dem Dungeon höchstwahrscheinlich. Hat 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 Int, damit klappt es jetzt. Let's go! Oh mein Gott, das waren 5. Ey, ich will doch nur die 4. Ich will keine 5, keine 6, keine 7, keine 1, 2, 3. Gib mir die 4. Gib mir die 4. 3, 2, 1, 4! Oh mein Gott. Warum habe ich so ein Pech mit Pets, Alter? 3, 2, 1, gib mir die 4! Bro, warum? Was habe ich eigentlich falsch gemacht, Mann? Das waren jetzt 8 Pets, Erwartungswert ist 4. Verdammte Das kann doch nicht wahr sein. 3, 2, 1. Boah, ist das ein... Ja, mit diesem äußerst bescheidenen Start starten wir in die 11. Giant Farm Runde.
Ja, ist natürlich echt enttäuschend, aber naja, bringt gar nichts. Dann kriegen wir heute vielleicht einen guten Drop als Ausgleich für dieses massive Pech. Ja, es sieht wieder mal nicht gut aus. Giant Naga nicht gefunden, Violet Naga nicht gefunden, Violet Kingster nicht gefunden und Giant Kingster nicht gefunden auf dem anderen Channel, wo ich zuerst war mit Giant Naga. Heißt quasi, auf einem Channel war nur ein Boss zu finden. Das ist, ich glaube, es könnte sogar ein historisches Tief sein. Letztes Mal waren es, glaube ich, immer mindestens 2. Damn. Konkurrenz gespottet. Scheint auch... okay, I take it. Orikalkum beim dritten Giant? Ja, war der dritte, nice. Okay, ich glaube, es ist das schnellste Ori, was wir jemals bekommen haben. Maybe. Aber ja, Konkurrenz ist am Start. Ich weiß nicht, ob es ausschließlich Naga und Kingster ist. Es wirkt fast so. Wir werden sehen, wie oft wir uns noch begegnen. 4. Giant auf dem 4. Channel. Also scheinbar macht mir da jemand tatsächlich nur Konkurrenz um diese beiden Giants. Weil so schlimm war es tatsächlich noch nie. Selbst letztes Mal, als auch Konkurrenz hier unterwegs war, zu später Stunde, habe ich trotzdem noch die meisten abbekommen, weil die wahrscheinlich noch bei vielen anderen vorbeigeguckt haben. Aber jetzt scheint es jemand tatsächlich auf genau die gleichen Giants aus zu sein wie ich. Oder er hat eine so viel bessere Killtime, dass er alle anderen Giants auch noch killen kann und mir trotzdem die vor der Nase wegschnappt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, wobei eigentlich schon. Tja, es ist so schlimm, dass ich tatsächlich auf Giant Dorian wieder ausweichen muss. Der mir eigentlich nicht so zusagt, muss ich sagen, weil der ist echt stark in der Rage Phase. Aber geht nicht anders. Alle anderen Giants tatsächlich tot. Nächster Giant Dorian und ey, also gefühlt, sobald er in Rage Phase kommt, hat er auch noch, keine Ahnung, ignoriert Blockrate. Also er hat mich gerade irgendwie 8 oder 10 Mal hintereinander getroffen. Keinen einzigen Schlag geblockt. Ich dachte mir schon, jetzt war's das mal wieder. Ja, schon ein gefährlicher Zeitgenosse, der Typ. Okay, es war keine gute Idee, gegen den lilanen Dorian anzutreten. 4 Level Differenz ist einfach zu krass. Habe ich schon 1000-mal gesagt, aber ich meine, was soll ich machen? Es gibt einfach keine freaking Giants, die ich hunten kann. So in Low-Level-Viechern will ich halt auch nicht, weil kein Bock auf keine Drops. Bringt ja auch nichts, wenn man Viecher killt, die eh nichts droppen können. Aber der ist schon echt heftig, weil sein Skill macht in Rage Phase 7 Level über mir. Da kann der halt auch mal schnell mit 2 Hits 30k Damage machen. Und so viel HP hat mein Ranger leider nicht. Ist nochmal gut gegangen, aber es hat legit 5 Minuten gedauert. Und ich bin 3-mal fast gestorben. Ja, im Vergleich zum Violet ist der Giant dann schon fast ein Schmusetiger. Muss man halt wirklich nur aufpassen mit dem M. Also Barrier of Life ist hier im Endeffekt der Schlüssel. Aber ich kann natürlich nicht beide barrieren, deswegen muss einer ausweichen, der andere kriegt die Barrier. Okay, jetzt ist es tatsächlich gerade passiert. Ich bin tatsächlich gestorben. Beim 4. und letzten Giant Dorian habe ich ihn auf jedem Channel gekillt. Ja, war sehr knapp. Also ehrlich gesagt habe ich es nicht gecheckt. Ich hatte mein Nightmare draußen, damit habe ich fast 30k AP. Der macht eigentlich so, ja, ziemlich genau 30k. Also es muss haarscharf gewesen sein, leider. Aber naja, beim Giant Hunten mal sterben ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ja, also vor allem die Naga sind heute extrem beliebt. Ich habe jetzt noch ein weiteres Farmteam gesehen. Ein anderes als das, was ich zu Beginn gesehen habe. Also heute Nacht ist richtig was los. Tja, wenigstens Giant Kingster wird, I guess, nicht gefarmt. Oder gerade zumindest nicht. 2 Channel in a row gefunden. So, endlich mal wieder einen Giant Naga gefunden. Auch fast gestorben hier. Und nichts gedroppt. Wieder Giant Kingster am Start. 3 Channel in a row, also anscheinend farmt den keiner mehr. Aber das ist halt leider auch der für mich schlechteste Giant. Ich meine, das Lustige ist, obwohl wir jetzt schon festgestellt haben, Drop-Bereich zwecks Ranger-Level ist egal, weil ja der eben auch immer dabei ist. Oder mit draufhaut und whatever. Der hat schon 3 Oris gedroppt oder so. Also ich glaube, der hat nur 1 Ori weniger gedroppt als Giant Naga. Also von dem her ist der eigentlich ganz gut im Rennen, was jetzt rein die Drops angeht. Aber natürlich, wenn man es jetzt aufs Drop-Level projiziert, dann ja, ist er für mich natürlich auch der schlechteste. Aber gut, 3 Level höher ist nicht so schlecht. Ist noch akzeptabel zumindest. Und damit dann auch der Full Circle Giant Kingster Nummer 4. Jetzt habe ich ihn auf allen 4 Channeln hintereinander gekillt. Heißt für mich quasi, das eine Farmteam ist verschwunden. Aber dadurch, dass ein anderes aufgetaucht ist, ändert das letztendlich nichts.
Einziger Unterschied ist, dass das zweite Farmteam offensichtlich kein Interesse an Giant Kingstar hat. Aber weiterhin Giant Naga wird weggefarmt. Nochmal Giant Naga gefunden. Kein Drop. Ja, ich dachte mir jetzt, wenn es heute so durchwachsen läuft, dann arbeite ich wieder an der Quest weiter und habe jetzt endlich Giant Oaken gefunden. Letztes Mal ging es ja nicht, weil wir es ja auch schon machen. Aber da hat den ja jemand tatsächlich weggefarmt. Heute, gut, keine Ahnung, kann es Zufall gewesen sein oder auch nicht, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall da. Dann kann ich zumindest diesen Giant-Teil der nächsten Quest mal abschließen. Giant Oaken Krone. Und dann fehlen mir noch diese Metallschrott-Dinger, wo ich noch ein paar Oaken oder Dorian abschlachten muss. Ich muss aber sagen, so rein vom Ding her ist Giant Oaken eigentlich relativ chillig. Also ich meine, im Endeffekt ist es der gleiche Boss wie Dorian, nur dass halt der AOE-Skin anderer ist. Und ja, der ist tatsächlich relativ entspannt eigentlich, außer dass sein Skill halt stunt und das fuckt extrem ab. Aber er macht zumindest nicht so ultra viel Schaden. Violet Respawn Time. Wer hätte es gedacht? Das ist natürlich jetzt der erste. Also keine Ahnung, ob die anderen auch respawnen, aber es ist eigentlich immer so, dass die ziemlich zeitgleich respawnen. Mal gucken. Sogar nochmal direkt Giant Kingstar, wo ich den eigentlich gefühlt erst vor 20, 30 Minuten gekillt habe. Auch nicht schlecht. Muss jetzt auch ein bisschen schneller gehen. Wir müssen hier ein bisschen Masse mal schaffen. Heute noch fast keine Giants getötet und schon fast 2 Stunden dabei. Giant Naga. Ich habe jetzt schon länger niemanden mehr gesehen. Vielleicht haben alle aufgehört. Hopefully. Hopefully, schmopefully. Und vielleicht kriegen wir auch noch einen Dropfully. Oder einen Droppily. Wer weiß. Noch ein Giant Naga. Let's go. Ohne Drop. Und zur Feier des Tages nochmal Violet Kingstar. Ich meine, die wurden vorhin tatsächlich halt von einem anderen Team gekillt. Das heißt, es könnte sein, dass die Violet Naga jemand jetzt abgefarmt hat, aber die Kingstar nicht. Ach, keine Ahnung, ich blick nicht mehr durch. Okay, vielleicht haben wir Glück. Violet Naga am Start. Ich finde das halt echt so komisch. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber es will mir irgendwie trotzdem nicht so ganz in den Schädel, wie es wirklich sein kann, dass die Violets alle fast zeitgleich respawnen. Obwohl sie ja auch nicht zeitgleich geht. Also ich meine, die kann man ja nicht zeitgleich töten. Also selbst wenn 2 Leute hinter den Giants her sind, also jetzt Violet Naga und Violet Kingstar gibt es insgesamt 8 Stück. Da kannst du noch so eine exorbitant krasse Killtime haben. Du kannst sie nicht alle zeitgleich töten, selbst nicht mit 2 Teams. Da vergehen mindestens ein paar Minuten. Und dann kann es doch eigentlich nicht sein, ich meine gut, wenn es wirklich nur 2, 3 Minuten sind, okay, dann vielleicht. Aber grundsätzlich kann es doch gar nicht sein, dass die dann alle zeitgleich respawnen. Das ergibt keinen Sinn. Also es ist wirklich crazy. Ich meine gut, ob sie wirklich zeitgleich respawnen, weiß ich natürlich nicht. Aber ich meine, du fliegst hier lang und eine Sekunde später, oder beziehungsweise wechselst dann einmal Channel, hast nichts gefunden, wechselst nochmal Channel, Violet, wechselst Channel, Violet, wechselst Channel, Violet, wechselst Channel. Plötzlich sind sie alle wieder da. Innerhalb von ein paar Minuten. Fast wahrscheinlich in der gleichen Geschwindigkeit, wo sie getötet wurden. Also ich bin da vielleicht einer Verschwörungstheorie auf der Spur. Nee, keine Ahnung, aber es ist echt ultra weird. Und vor allem, was echt weird ist, also muss ich auch mal nochmal verstärkt drauf achten, weil es natürlich nicht schwierig ist, wenn man offensichtlich nicht alleine farmt. Weil ich da natürlich keine Ahnung habe, wann die genau getötet wurden. Aber selbst an Tagen, wo ich gefühlt zumindest alleine war oder mehr oder weniger alleine war, ist es halt auch eigentlich nie so gewesen, dass jetzt ein Violet einfach random schon nach 20, 30 Minuten respawnt und alle anderen über eine Stunde brauchen, sondern eigentlich brauchen die wirklich alle immer ungefähr gleich lange. Das ist echt hella weird. Und da geht auch dieser Giant Kingstar down. Oh, let's go. Und schon wieder Giant Kingstar, der Orichalcum droppt. Ich schwöre, das ist mindestens schon das 4. und der hat auch schon 3 Set-Teile gedroppt oder so. Also gefühlt habe ich keine verringerte Drop-Chance bei dem. Mr. Giant. Ich droppe sehr oft Orichalcum, obwohl ich eigentlich schlechtere Drop-Rate haben sollte. Kingstar, Baby! Nope. Zu schön wäre das. Hatten wir schon mal 3 Oris? Ich glaube nicht. 2 hatten wir jetzt schon öfter, 3 noch nie. Dieser Violet Kingstar Spot ist so kacke, weil die ganze Zeit Agros nachspawnen und wenn man sie tötet, spawnen sie einfach immer wieder. Also egal wie oft man sie tötet, sie kommen einfach immer wieder. Diese kleinen Kakerlaken. Wer hat einen Drop für uns als Ausgleich dafür? No.
Gerade jetzt, als ich mir dachte, hey, die Violets respawnen, scheint keiner mehr da zu sein, kann man noch schnell die Party leer machen, taucht das dritte Team heute auf. So viel war noch nie los und ich mache das immer extra unter der Woche, weil da weniger los ist. Aber anscheinend nicht. Und ein weiterer Giant geht down für nichts. Noch ein Giant Naga. Viele Partypunkte sind es jetzt eh nicht mehr. Zur Not weiche ich nochmal auf Dorian aus. Den tötet nämlich irgendwie niemand. Ich frage mich warum. Bestimmt nicht, weil er so stark ist. Noch ein Giant Naga. Also heute werden es auf jeden Fall keine 40 Giants. Hier wird so viel Zeit. Letztes Mal lief es ja schon schlecht, aber heute war echt katastrophal schlecht. Schlechtester Tag, nicht was Drops angeht, aber was, ja, Konkurrenz angeht. Tja, Giant Dorian war wohl keine so gute Idee. Er hat mich wieder gekillt. Dieses verdammte Dreckschwein. Aber gut, so ist es halt. Lieber ein bisschen XP verlieren. Naja, wobei, für einen Giant lohnt es sich echt nicht. Aber, naja. Ich meine, es lief dreimal gut, zweimal schlecht. Ja, wobei ein Violet haben wir sogar auch gekillt. Also sogar viermal gut. Zweimal schlecht? Egal. Auch ein überhaupt nicht gefährlicher Anblick. Einfach Giant und Violet Dorian hintereinander. Imagine, man macht einfach beide zeitgleich. Wäre actually insane. Mit einem AoE-Team oder so. Wegen dem doppelten 100% PvE-Buff, I guess. Ja, wobei er will nicht doppelt wirken. Aber man könnte ihn halt öfter bekommen. Aber wäre schon pretty crazy. So, nochmal Giant Kingster. Ohne Drop. Wir haben jetzt offiziell die 30 geknackt. Nächstes Mal, glaube ich, breche ich die Giant Hand dann einfach ab und sage, okay, wir questen einfach weiter oder so. Aber das Problem ist halt, man weiß halt immer nicht, ja, also ich meine, in dem Fall konnte man es halt echt schwierig abschätzen, weil plötzlich spawnen die Viecher wieder, dann plötzlich kommt wieder jemand, dann, also, ja, heute war echt ein bisschen unlucky. Aber machst du nix. So, nochmal Giant Naga. Das ist wirklich Endspurt, nochmal einmal die Channel abklappern. Dann haben wir es für heute. 2 Oris ist bisher die Ausbeute, kein Set-Teil, sonst auch gar nichts gedroppt. Ich meine, aber 2 Oris sind natürlich nicht schlecht, will ich mich nicht beschweren. Nur leider, das ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Richtig unlucky, ich bin ein bisschen anders geflogen, weil ich echt nicht damit gerechnet habe, dass noch ein Violet respawnt. Wobei die Respawn-Welle von den Violets tatsächlich auch echt schon wieder sehr lange her ist, deswegen ist er wahrscheinlich auch gerespawnt. Aber deswegen habe ich es leider nicht ganz geschafft mit den Party-Skills. Das heißt, jetzt ist wirklich noch ein Giant, das ist Feierabend. Falls wir noch einen finden rechtzeitig. Aber ich denke schon. Und damit geht auch der letzte Giant down. Ich habe auch gerade gesehen, mein Upcut-Stone ist auch schon weg. Kann auch sein, dass wir deswegen den Violet nicht rechtzeitig geschafft haben. Bin mir nicht sicher, wann der abgelaufen ist. Aber egal. Ja, irgendwie unbefriedigend, weil es sehr lange gedauert hat und wir 10 Giants weniger getötet haben als normalerweise in der Zeit. Das ist natürlich nicht sehr befriedigend. Ja, Quest-Ziel wenigstens erreicht, I guess. Giant Oaken, der hat ja auch 100 Jahre gedauert. Genau, jetzt sammle ich noch ein bisschen Metallschrott, so auf Nice. Oder ich sammle es auch nicht, weil ich an einem Berg hängen bleibe. Ja, so auf 80 oder so vielleicht. Und ja, wenn es nächstes Mal wieder nicht so gut läuft, denke ich mal, werde ich mittendrin dann schon sagen, okay, wir machen lieber ein bisschen Quest-Fortschritt, weil so lohnt sich das dann irgendwie auch nicht wirklich. Das war ja genau das, was ich vermeiden wollte, dass man nicht zu viel Zeit mit Suchen verschwenden muss. Und genau das habe ich heute getan. Aber egal. 2 Auricalcums gedroppt, ist nicht schlecht. Und damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Fly for Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin und ciao, ciao.